Das Alkoven-Modell 8800 von Nobel Art. Ja, knapp über 40.000, ich glaube 45.000 Euro kostet, aber wir gucken gleich nochmal genau nach oder schreiben die Daten nochmal genau in die Beschreibung mit rein. Hier ist Patricia, grüße dich. Hallo. Ja, wir drehen es mal selber. Wir haben eine erste Einweisung haben wir bekommen. Du hast den Schlüssel. Ja. Das gehört dir aber nicht. Nein, leider nicht. Leider nicht. Leider. Das ist ein Alkoven-Modell. Wir haben schon viel gelernt. Alkoven heißt, man kann oben schlafen. Ja, also ich finde das super praktisch. Man hat halt sehr, sehr viel Platz dadurch im Fahrzeug und ein Riesenbett. Schauen wir uns das mal an. Genau, wir schauen uns das erstmal von außen an, denn viele wollen ja wissen, was kriege ich denn für mein Geld? Ein ganzes Auto, ein neuwertiges, was heißt neuwertiges? Ein nagelneues Zugfahrzeug ist mit drin. Ja. Der Aufbau natürlich mit drin, der Heckgepräger mit drin. Das ist so ein Komplettpaket, die Kamera und was weiß ich alles, was ihr jetzt seht. Und was man auch noch sieht, man hat hinten wahrscheinlich, wie viele Betten sind hinten drin? Was denkst du? Guck mal, die Fensterchen. Boah, ich weiß es nicht. Wie viele Fenster sind da? 2? 2. Das könnten Stockbetten sein. Könnten, ja. Ja, stimmt. Wir gucken gleich mal rein. Wir haben noch nicht reingeschaut, so ist es. Denn ja, das riecht schon nach Stockbetten. Das heißt, oft sind die Alkoven-Fahrzeuge sind so Familienmodelle. Das heißt, wo viele da mitfahren. Ist ja auch super praktisch, ne? Wenn man die Eltern und vielleicht 1, 2 Kinder, dann kann man super mitreisen. Du kennst noch ein weiteres Einsatzgebiet für Alkoven-Fahrzeuge, was ganz oft genutzt wird so? Boah, jetzt hast du mich. Nee. Ich gebe dir mal einen Tipp. Warte mal, hier vorne. Ich zeige jetzt erstmal hier das Rückfahrtlicht. Das Ganze ist holzfrei, so viel habe ich schon erfahren. Also es gibt nichts, was hier irgendwie außen jetzt verrotten kann. Es wird in Italien gebaut. Und guck mal da, das geht ja hier so hoch. Das Ding ist ja relativ hoch. Was könnten das für Vorteile haben? Naja, man hat eine optimale Stehhöhe wahrscheinlich. Optimal. Sollen wir mal reingehen? Ja. Ich zeige es mal gerade. Wir zeigen auch gleich mal den Kofferraum ganz am Ende, dass wir das mal sehen. So, und Oh, du hattest recht, ja. Es sind tatsächlich Stockbetten. ich habe es nur vermutet, weil da nämlich 2 Fensterchen waren. Genau, 2 Fensterchen. Quasi jeder hat da sein eigenes Fenster. Ja, super cool. Was krasses ist das Raumgefühl. Warte, ich zeig's mal. Ich habe ja gesagt, man hat eine kleine Stehhöhe. Wenn du mal kurz reingehst vorne, die Arme mal hoch machst. Ich komme nicht dran. Wenn du mal ganz zurückgehst, so weit wie es irgendwie geht, genau dahin und jetzt mal die Arme hoch machst. So, das heißt, ich könnte jetzt 3 Meter groß sein, das würde noch gehen. Das ist so. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt super. Ich habe also hier einen Raum drin, das ist wie in einer Wohnung. Also ich habe gar keine Decke, die mich stört oben drüber. Dafür habe ich natürlich den Buckel draußen, den viele nicht so hübsch finden. Und es ist ein bisschen höher, muss man auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Aber immerhin habe ich wirklich sehr, sehr viel Stehhöhe. Das ist wirklich schön. So, die Schubladen, ja, die kommen aus Italien. Die Kästen, die oben drüber sind. Und da ist die Sattanlage schon mit drin, ist eingebaut. Das Ganze ist so, wenn du es aufmachst, das klingt sehr, sehr massiv. Wenn du es mal zumachst. Nochmal zu. Das ist satt, oder? Ja, hört sich echt gut an. Krass. Ja. Es klappert nichts. Nochmal? Ja, man erwartet ja irgendwie, wenn man, ich sag mal, etwas weniger Geld ausgibt, dass es vielleicht ein bisschen mehr klappert oder so. Mach nochmal zu. Ja. Krass, hier vorne ist der Fernseher vorgesehen. Genau, den kann man wahrscheinlich dann auch drehen und schwenken, wie man es möchte. Ja, und hier wäre dann das Reich der Eltern oder der Kinder, je nachdem, was man hat. Wo wäre dann dein Bett? Oben oder unten? Auf jeden Fall oben. Warum? Du hast doch Höhenangst. Ah nee, du hast keine. Nein, ich habe keine Höhenangst. Das war gestern die Jenny, mit der wir gedreht haben. Ich finde Höhe total super. Ich finde Höhe total so gut. Wir werden gleich mal eins sehen, denn hier ist nämlich schon die Garage. Guck mal hier, das ist so ein kleines Detail, da ist die Garagentür. Ja. So, und jetzt stellt sich ja die große Frage, wie kann man denn hier schlafen, wenn da jetzt ein Fahrrad drin ist? Naja, vielleicht kann man es hochklappen oder die Matratze einfach rausnehmen. Ne, man muss vorher das Fahrrad rausnehmen. Das ist so. Das hier ist nämlich eine Kombi, bestehend aus Garage und Schlafplatz. Das heißt also, du kannst also während der Fahrt kannst du das hochklappen, wenn du es mal probierst. Mach mal. Einfach das komplette. Ja, wenn du es einfach mal machst. Kann man schauen, die Matratze einfach mal hochklappen. Vielleicht ist unten drunter ein Rost. Da ist so ein Rost. Und wahrscheinlich kann man das hochklappen. Mach mal, geht das? Ja. So, da ist normalerweise ist da, denn auf der anderen Seite kann man es festmachen. Guck mal hier, links ist so ein Gurt. Links, ja. Genau. Ich zeig mal gerade, wie du da reinkrabbelst. So, und dann wird das arretiert. Dann bleibt das oben stehen. Genau, jetzt kann ich nämlich mal richtig schön reinfilmen.
Aber das System habe ich verstanden. Dahinter, wenn du mal siehst, guck mal hier hinten an der Wand, an der Holzwand, ganz hinten, Ja. da ist das Gegenstück. Nee, ganz hinten an der Wand, guck mal. Siehst du? Ja, ja. Das ist das Gegenstück. Und wenn du das jetzt einfach mal zusammenklackst, So. geht's? Du, super, jetzt ist es drin und jetzt gehen wir mal raus. Ja. Und dann können wir nämlich mal mit deinem Schlüssel, den du dir ergattert hast, der hier vorne ist, können wir nämlich mal reingucken, wie viel Platz wir jetzt haben. Also eine Kombination aus Stauraum, der natürlich beim Alkoven jetzt nicht so riesig ist, aber ich habe die Fahrräder ja hinten drauf. Und so ein teures E-Bike oder so, wenn ich das drin hätte oder habe noch was zu transportieren, das kann ich dann damit machen. So, einmal kurz drehen. Genau. Gleichzeitig? Nee, wenn du es einmal in die Richtung drehst und dann einmal unten und dann müsste es aufgehen. Das ist das erste Mal, dass ich eine Garage aufmache. Nach Wirklich so so. vielen Videos. Nach 140 Videos. So, und hier sieht man jetzt den Platz, der drin ist. Der ist wirklich riesig. Und hier sind natürlich noch Zubehörteile mit dabei, die Radkappen und so weiter, die mitgeliefert werden. Die werden hier abgelegt. So, das ist okay, denn so sind die Fahrzeuge hier in der Ausstellung, die mit drin sind, die sind neu. Und die kann man hier besichtigen. Hier vorne ist dann natürlich die Leselampe mit drin, weil das ist ja eigentlich dann auch ein Schlafplatz. Das ist schon gut gemacht, oder? Mit der Garage? Ja, richtig gut. Also gerade wenn man jetzt auch nur zu zweit oder zu dritt reist und man braucht nicht unbedingt ein viertes Bett, hat man hier eine super Garage. Und falls doch, kann man ja das Bett umklappen. Also das ist wirklich super gemacht. Also ich hätte mir direkt hier einen Fliegenschutz gemacht Ja. und hätte mir dann hier vorne das komplett offen gelassen, ja, so wie es jetzt ist. Aber ich habe ja noch ein Fensterchen hier, das sieht man hier. Das heißt, ich kann auch unten hier ordentlich lüften. Jeder kann selber lüften. Genau. Das ist schon gut gemacht. So Jeder von der so, wie Seite. es braucht. Ja, und wichtig ist, da ist die zweite Tür schon mit dabei, weil oft ist so, dann steht man vielleicht ein bisschen blöd. Da ist die Kassettentoilette mit dabei, der Gaskasten für 2x 11 Kilo Flaschen ist mit dabei und der Anschluss für die Heizung. So, mach nochmal zu, jetzt bin ich mal gespannt. Erste Mal, dass Erste Patrizia... Mal. So, jetzt in die Richtung. Genau, und dann Einfach einmal reindrücken. Und dann? Ah ja. Das war's. Also für alle, die das noch nie gemacht haben, es ist super einfach. Wenn man weiß, es geht. Genau. So. So, hier vorne Kühlschrank, die Öffnung, da ist das Wasser. Wenn du kurz aufmachst hier, die Klappe. Nee, Strom. Strom. Da ist Strom. Auf der anderen Seite ist das Wasser. Die Öffnung sah genauso aus. Hier habe ich dann noch einen Mülleimer mit dabei. Den kann ich machen. Hier vorne kann ich Sachen aufhängen. Nochmal mit dazu. Ja, die Aufbautür. Wenn ich mal kurz reinstellst und mal rausguckst. So, von der Größe her. Hallo. So, jetzt gehen wir mal kurz in den Alkoven. Fliegengitter ist dabei. Ja, das ist immer wichtig. So, ich komme mal rein. Also das Raumgefühl ist schon toll, oder? Ja, es ist so, es wirkt richtig, was heißt es wirkt? Es ist richtig groß. Also hier kann man wirklich mit der ganzen Family reisen. Genau, also es ist nicht erdrückend. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze. Und ja, hier vorne, ich gucke mal gerade, da sind auch die Gurzplätze jeweils dran. Am besten mal in die Technikdaten gucken, da haben wir reingeschrieben, wie viele Sitzplätze es hat. Man kann es in verschiedenen Versionen bestellen. Der Tisch ist mit dabei. Und natürlich das große Hubbett. Die Leiter liegt oben drauf. Komm ich da hoch? Ja, wir werden jetzt mal, ziehen mal kurz die Schuhe aus, dass wir mal sehen, wie groß das Hubbett ist. 1,67 Meter. Das weiß ich schon aus hunderten von anderen Videos. Jetzt zeige ich das mal, wie so ein Kind das macht. Genau. Na, wenn du mal kurz auf den Sitz gehst von dem Fahrer, von dem Beifahrer. Genau, oben drauf. Oder da auf den Tisch, genau. Und jetzt auf den Sitz. So würde das zumindest mein Sohn machen, wenn der jetzt käme. So, Ist auch so, die Leiter ist natürlich sinnvoll, die zu benutzen, aber viele Kinder klettern auch so hoch. das So. stimmt. So, da kann ich mich nochmal vereinzeln mit beiden Sachen. Schon mehrfach ist sie uns auf der Messe eingeschlafen. Ja. Nee, stimmt. Die Betten sind ja auch super gemütlich. Auch hier habe ich wieder eine richtig gute Matratze. Ein Rausfallschutz, guck Genau. mal. Der ist, glaube ich, mit dabei. Ja, da vorne Genau. liegt da das Netz. Ja, ist okay, ich sehe es. Warum man das übrigens nicht hoch machen kann, das werde ich dir gleich mal zeigen. Also das hat hier gestockt hier, da vorne der eine Vorhang. Den nochmal aufmachst, der stockt jetzt so ein kleines bisschen. Siehst du das? Ja. Es hat einen Grund. Und wenn du mal kurz runterkommst, warte, ich filme mal Ja. kurz rein, wie groß es ist, wenn ich mal ganz ans andere Ende legst, die Leiter mal wegnimmst. Dann sehen wir, also da passen locker Mami und Papi rein, weil hinten ja die Kinder, die sind dann im
Wow, schon krass, oder? Ja, also hier könnte ich sogar 2 Erwachsene, ein Kind auf jeden Fall auch zu dritt liegen. Ja, hier können auch 3 kleine Kinder quer liegen. Das ist das Besondere. Das heißt, die könnten Oder so. also mit dem Kopf nach hinten oder nach vorne liegen, was ich auch schon öfter gesehen habe. Hier habe ich ein Fenster mit drin. Eine Lampe, wenn der Strom an wäre. Strom ist jetzt aus. Das ist aber nicht so schlimm. So, Fliegengitter mit dabei. Jetzt komm mal runter, ich zeig dir mal was. Kleines Detail. Das habe ich nämlich gesehen. Denn die ganzen Zuschauer, die möchten ja sehen, wie du jetzt hier runterkrabbelst. Ich sitze hier erstmal. Die Leiter reinhängen. So. Einmal. Jetzt. So, liebe Kinder, das könntet ihr denn auch machen. Könntet dann rauf und runter gehen. So, jetzt, wenn die Leiter mal aushängst Ja. und jetzt mal, genau, leg's mal drauf. Und jetzt glaube ich, man kann es nämlich hochdrücken. Wenn du jetzt mal das einfach hochdrückst, nach oben. Ganz hoch, mach mal hoch. Geht das? Ja. Es geht. Es hält von alleine? Ja, oder? Nee. Ah, das kommt so ein bisschen zurück. Also da vorne ist ein Gurt, ich zeig's mal gerade. Da ist der Gurt das dran. kann man dann da oben, ja. Okay, Genau, da kann man es verstehe. oben festmachen. Da bist du jetzt ein bisschen zu klein für, Ja. leider. Man kann es während der Fahrt hoch machen. Und wenn du es nochmal runter machst, dann zeige ich es mal gerade. Der Vorteil ist, dass du etwas leichter ein- und aussteigen kannst ins Fahrerhaus. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich will das zum Beispiel, ich brauche es im Moment nicht, da kann man es dauerhaft hochgeklappt lassen und hat dann den Einstieg ein bisschen leichter. Genau, es gibt ja auch längere Reisen, ja, längere Fahrzeiten und da kann man das dann hochklappen. Dann stört es auch nicht, dass wenn man mal aufstehen muss, dass man sich dann nicht den Kopf anhaut. Ja, setz dich mal kurz dahin. Jetzt zeige ich mal gerade die komplette Sitzgruppe. Also hier könnte dann die ganze Family, 6 Personen und Co. Ja, auflasten und Co. Das schreiben wir auch nochmal mit in die Beschreibung mit rein, dass wir das sehen. Also wie kann man es auflasten für den alten Dreier. Und dann kann man hier auch etwas mehr zuladen. Und hier habe ich dann die Sitzgruppe mit dabei. Ja, und dann vorne das Fahrerhaus. Geh mal vorne rein. Ja. Du hast ja einen Schlüssel, nimm den mal mit. Der liegt auf dem Tisch. Da ist er. Na, hast du den Kopf gestoßen? Das wäre mir wahrscheinlich nicht passiert, oder? Wo habe ich mir den gestoßen? Ja, ist nicht schlimm. Da vorne ist alles weich, oder? Ja, also es hat nicht wehgetan. So, Fahrerhaus. Würdest du dir das zutrauen, mal zu fahren? Oh Gott. Also nicht jetzt, du hast ja eh keine Schuhe an, also insofern geht's nicht, aber Boah, also ich hätte schon Respekt davor, ja. Aber ich denke so, also ich höre von ganz vielen, ja, wenn man das dann 2-3 Mal gefahren ist, dann ist es gar kein Problem mehr. dann geht's. Dann geht's. Also ich denke, das ist alles eine Gewöhnungssache. Eine Frage der Gewöhnung, sagt die Patricia. Ja, wir werden es gleich mal fahren. Dann komm mal raus. Also hier vorne ist übrigens die Rückfahrkamera als Rückspiegel. Das zeige ich gleich mal, wenn du rausgehst. Und ansonsten haben wir Klappen und so weiter alles gezeigt. Also ein riesen Reisemobil. 2 Sachen fehlen noch. Was fehlt? Was fehlt? Ah, Bad und Küche. Bad und Küche. Genau. So, da ist die Küche. Natürlich bei so einem großen Familienmobil. Ich gehe mal ganz kurz zurück komplett. Ja, riesengroßer Kühlschrank. Der ist so groß wie du. Das kennen wir schon von der Messe. Ja. Einmal kurz rein mit Gefrierfach oben drauf. Mach mal auf. Dass wir das mal haben. Automatik-Kühlschrank mit drin. Und ich habe hier unten nochmal die große Kühlbox für Ja. die Flaschen und Co. Das stimmt. So, mach mal zu. Dann habe ich hier die Küche mit 3 Flammen Herd mit drin. Spüle. Oben drüber habe ich Schränke. Genau, also hier kann man dann auch nochmal Gläser reinstellen. Hier kann auch nichts wegrutschen wegen dem, wie heißt es nochmal, Rausfallschutz? Ja, eine kleine Kante dran, dass Genau. es nicht rausfällt. Hier vorne habe ich die Gewürze mit drin. Genau, das ist auch super praktisch. Dann habe ich hier nochmal 2 riesige Schränke wahrscheinlich. Genau, hier ist nochmal, Der Absperrhahn, was ist da Genau. unten drunter? Ist das eine Schublade? Guck mal. das könnte, ja, Das ist könnte eine Schublade? Ja, Und da oben drüber ist auch eine? Guck mal. wir gucken mal. Ja, Ja. das Besteck. Ah, ja. So, einmal. Und den großen Schrank nochmal. Wahrscheinlich beim Fach drin. Ja. Also hier hat man definitiv genug Platz, um die ganze Familie zu versorgen. Genau. Gibt es auch so einen kleinen Trick. Wenn es nicht kommt, einfach kurz draufhauen. Selbst bei meinem etwas hochwertigeren. Genau, wenn du mal kurz auf die Tür haust. Genau, dann kommt es raus. Wieder was gelernt.
Ja, es ist bei wirklich allen so. Also ich habe ein ganz hochwertiges Fahrzeug, da muss ich auch draufhauen. Bei einigen, wenigen. So ist es so. Die kommen dann kurz raus. So, gehen wir mal ins Bad. Ja. Das liegt uns daran, dass die Schubladen leicht unter Spannung stehen. Das hat den Grund, damit sie nicht klappern. Also das heißt, wenn du dann draufhaust, dann geht die Spannung leicht nach innen, das Ding geht raus und dann klappert es nicht. Man kann es während der Fahrt auch auflassen. Das ist der Vorteil. Also nicht während der Fahrt, also wenn man steht, kann man es auflassen. Da vorne habe ich den Spiegel. Genau, super großer Spiegel, auch von beiden Seiten. Ansonsten haben wir hier die Dusche. Das Konzept kennen wir schon aus dem vorherigen. Und dann habe ich hier den Schrank. Ich habe eine riesige Duschabtrennung, habe ein eigenes Fenster mit dabei, eine Tedford Kassettentoilette ist mit dabei. Und auch hier nochmal was, Ablagen. Möglichkeit zum was ablegen, genau. So, dann da vorne ist die Duschtrennwand, die ist mit dabei. Genau. Die ist hier vorne, kann man es vorstellen. Kann man also hier komplett sich abschließen. Ja, genau, die wird dann... Ist für dich ausreichend? Ja, also ich könnte hier duschen, ja. Ist ja klein und leicht. Aber auch wenn du mal oben drüber mal hältst, dass man mal sieht, da ist richtig Platz. Also auch locker mal 1,90 Meter und Co., das wäre kein Problem. Ja, Alkoven, da ist es. Auf Basis von Ford Transit. Und hier vorne sind noch die Bedienelemente für einen Wassertank, Licht, Strom. Da kann ich das pauschal abschalten. Und hier ist das Steuerelement von der Truma. Die macht warmes Wasser und sie heizt. Und ich habe schon gehört, man kann das Fahrzeug mit einem, ich sag mal, mit einer Heizung versehen, dass die Heizung anschließend den Wassertank auch beheizt, wenn man das im Winter nutzen möchte. Der ist nämlich, glaube ich, unterm Fahrzeug, damit der nicht einfriert. Ja, wir sind bei Palmowski in Bielefeld. Und hier ist er, der Nobel Art A8800 Elegance. Ein Alkovenmodell auf Basis Ford Transit. Ich zeige noch mal kurz von vorne. Preis schreibe ich mit in die Beschreibung rein, aber es sind absolute Einstiegsmodelle, die wirklich sehr, sehr günstig sind. Und das Ganze ist ein holzfreier GFK-Aufbau und das Fahrerhaus hier in Metallic. Und man hat eine Panorama-Dachluke mit dabei. Ein Tempomat ist mit drin, ESP, elektrische Fensterheber und eine Fliegenschutztür, das ist Serie. Und natürlich die Klimaanlage in der Fahrerhaustür. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Patricia. Danke, Sven.